Hallo, willkommen im Carlsen Becker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold über 2000 Dollar in 3 bis 6 Monaten. Disclaimer. Gold über 2000 Dollar in 3 bis 6 Monaten. Es hat viele Unzen gekostet, den Goldpreis in Richtung 1600 Dollar zu drücken. Am Ende steht dann die eruptionsartige Preisexplosion bei Gold, die vermutlich dazu führt, dass Gold sich dauerhaft auf ein Niveau von über 2000 Dollar etabliert. Sobald das erreicht ist, werden die Anleger dann auch wieder Gold 3000 und 5000 oder mehr für möglich halten. Das Attraktive daran ist, dass Goldaktien wie bereits 2004, also weit vor der Goldpreisspitze 2011, diese Entwicklung vorwegnehmen. Ja, diese Drückung, diese Manipulation seit März 2022, die wird eine Folge haben. Die Folge wird am Ende sein, dass es eine höhere Eruption gibt bei Gold und das alte Hoch dürfte überschritten werden, früher oder später. Erst einmal geht es natürlich um den Kampf um die 2000-Dollar-Linie. Die dürfte irgendwo in 3 bis 6 Monaten durchstoßen werden. Und wenn das durchstoßen werden, sehen wir ein neues Alltime-Hoch, vermutlich bei 2200, 2300, 2400. Und was das für Goldaktien bedeutet, können Sie sich ja vorstellen, gerade die Goldaktien gerade im Verhältnis zu Gold überproportional auf All-Time-Tiefs sind. Teilweise haben Goldaktien jetzt im Boden auch schon gefunden, sind dann das Doppelte gestiegen teilweise. Und Gold über 2000 wäre ein ungeheurer Katalysator, und gerade gute Penny Stocks mit guten Ressourcen würden dann jetzt vom Penny Stock Bereich in den Dollarbereich gehen. Und je nachdem, wie es höher geht, dann auch in den Mehrdollarbereich. Und das ist eine ungeheure Chance. Ähm, Nochmal kurz das Verhältnis von Goldaktien und Gold. Wir haben ein Phänomen, was im Prinzip nicht bekannt ist, dass Goldaktien im Vorfeld steigen bzw. gestiegen sind. Schauen wir uns den Goldbullenmarkt von 2000 bis 2011 an. Das sieht man auf dem linken Chart. Das linke Chart, da wird einfach der Goldminenindex mit Gold dividiert. Also es zeigt an, wann sind Goldaktien im Verhältnis zu Gold günstig und teuer. Günstig sind sie dann, wenn sie zum Beispiel, wie Sie unten sehen, bei 0,10 sind, zum Beispiel im Jahr 2001 oder wie mehr oder weniger jetzt aktuell wieder. Teuer sind sie, wenn sie über den Median, also im Mittelpunkt wandern, über die 0,45 und teilweise auf 0,6. Sie sehen hier, die Linien sind eingezeichnet, dass man sogar erwartet, die nächste Übertreibung, dass sie auf 0,8 geht. Das heißt, es gibt eine ungeheure Goldaktienaufwertung. Und das Interessante, was wichtig zu wissen, sie gibt es im Vorfeld der Goldmania. Weil die meisten machen dann den Fehler, wenn dann Gold stark gestiegen ist, glauben sie, steigt weiter und die Goldaktien sind ein überproportionaler Hebel. Das sind sie so nicht. Sie werden im Vorfeld quasi, der moderat steigende Goldpreis macht eben diese Projekte wieder möglich. Das Investorenkapital strömt überproportional rein. Die Investoren erwarten dann langfristig wieder vermutlich 3, 5, sogar 10.000 Dollar. Und das bewerten offensichtlich die Goldaktien in der Vorphase mit. Sie übertreiben wie 2004. Das heißt, am besten wäre es gewesen, man hätte im Jahr 2000, 2001 jede Menge Penny Goldstock-Aktien etc. verkauft, die nach ein paar Jahren verkauft und davon zum Beispiel einfach Gold und Silber gekauft. Gold war zum Beispiel 2004 vielleicht, ich weiß nicht, bei 350 Dollar. Und im Jahr 2001 waren wir, glaube ich, bei 260 oder sonst was. Also es ist um 40% oder so gestiegen. Also kaum merkbar. Aber die Goldaktien absolut überproportional. Und auf diesen Effekt hoffen wir auch. Das heißt, Gold steigt gar nicht so viel. Es etabliert sich, wie beschrieben, bei über 2000, steigt vielleicht auf 2200, 2300, 2400. Genauso wenig signifikant wie zwischen 2000 und 2004. Aber die Goldaktien haben diese überproportionale ähm, Anstieg hingelegt. Und darauf hoffen wir auch.
Das heißt, die Goldaktien von diesem Penny-Bereich werden quasi zum Leben erweckt und das bringt eben diese extra Rendite. Es glaubt keiner in diesem Markt. Keiner. Das heißt, sie sind quasi tot. Sie kaufen quasi tote Aktien. So, und wenn das dann wiederum zum Leben erweckt wird, gibt es eben diese Bewertungsaufschläge. Das führt zu dieser Überperformance, dass man, obwohl nur Gold vielleicht um 30-40% steigt, hier diese Goldaktien teilweise 10, 20, 30, 40, 50-fach, in wenigen Fällen vielleicht das 100-fache steigen. Schon oft erlebt, weil sie von wirklich Null Erwartung auf absolute Übererwartung steigen. Also es ist ein sehr interessantes Phänomen, das sich in der Frühphase des Goldbullenmarktes anschaut. Also vermutlich liegen wir richtig, wenn wir jetzt, wie gesagt, Goldaktien machen, investieren. Gold steigt auf 2,2, 2,3. Wir verkaufen die Gold- und Silberaktien, kaufen dementsprechend mehr Gold und Silber und verabschieden uns aus dem Goldaktienmarkt. Haben aber physisches Gold und Silber, das dann ja vermutlich langfristig auf 5.000 oder 8.000 dann irgendwie unter großen Schwankungen noch steigt. Aber das braucht uns nicht interessieren, wenn wir es physisch haben. Wir gehen vielleicht erst irgendwann wieder in den Goldaktienmarkt, wenn nochmal wieder ein großer Ausverkauf oder sowas kommt. Das muss man sich immer anschauen. Oder man geht auch langsam in andere Assetsklassen, wie vielleicht Top-Standardaktien und Top-Zukunftsaktien, wie es zum Beispiel 2011 gewesen. Da hatten wir ja auch so eine Übertreibung, da wäre es einfach sinnvoll gewesen, zum Beispiel in normale Aktien zu gehen. Aber davon sind wir noch meines Erachtens weit entfernt. Es geht jetzt erstmal die Gold- und Silber-Rallye, die vermutlich irgendwo zwischen 6 und 9, Gold- und Silber-Aktien-Rallye, die zwischen 6 und 9 Monaten vom jetzigen Zeitpunkt aus dauert. Aber das durchaus eruptionshaft und überproportional zum Goldpreis. Also eine ganz spezielle Situation aus meiner Sicht. Goldprojektgenerator, Marktkapitalisierung 71 Millionen, Kanada, hohes Risiko. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entdeckung von Goldexkörper in der Nähe berühmten Bathurst Mining Camps in New Brunswick, Kanada. Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur in diesem produktiven, wenig erforschten Goldgebiet. Die New Brunswick Prospector and Develop Association wählte das Unternehmen zum Prospector of the Year 2014. Das Unternehmen kontrolliert Tausende von Hektar im leicht zugänglichen Gebiet der Region, einschließlich des Grundstücks William Brook, 40.000 Hektar, wo Bohraktivitäten im Jahr 2020 zu einer großen Goldentdeckung führten, 5,5 Gramm pro Tonne Gold auf 50 Metern. Mehrere hochgradige Goldadern mit einem Gehalt von 10 bis 50 Gramm pro Tonne. Also Sie haben hier, wie Sie sehen, dieses Brooks-Projekt, das sind mehr oder weniger hier diese 3 Teilprojekte, die Sie hier sehen. Auf der Grafik ist wirklich sehr gut angesprochen. Und unten, sage ich mal, so mittig rechts sehen Sie das Bathurst-Gebiet, das ist eben ganz berühmtes Goldgebiet. Und oben ist eben Quebec, sehen Sie. Also Neubrunswick ist wirklich ein sehr interessantes Gebiet. Wirklich sehr interessantes, hochgradige Gold, diese 40.000 Hektar. Sie sind wirklich gute Prospektoren. Sie haben hochgradiges Gold, sie haben riesige Gebiete, ein 1A-Rechtsgebiet. Nun hat die Aktie auch viele Gewinne wieder abgegeben. Sie sehen das auch seit Corona 2020, von wo sie da gestiegen ist. Hier mehr oder weniger von 5 Cent auf 0,6 Cent, sich mal gerade so verzehnfacht. Hat jetzt einen Großteil der Gewinne abgegeben, ist jetzt bei 0,175 Dollar. Sie sehen es aber auch, das Unternehmen, die Goldaktie scheint den Boden gefunden zu haben, meiner Meinung nach das Sprungbrett, um das Hoch wieder zu erreichen und natürlich dann auch darüber hinauszusteigen, je höher die Goldaktienrallye geht. Das sind solche Aktien, die besitzen eben ungeheuren Hebel auf Gold und sobald, sage ich mal, dieser Markt wieder mehr in das Bewusstsein der Massen kommt, werden Sie sich erinnern, dass es ein Top-Prospektor ist, dass es sich ein hochgradiges Gold hat mit riesigen Entwicklungspotenzial und absolut eine 1A-Jurisdiction ist. Sicherlich ein Unternehmen, das man sich mal anschauen sollte, aber wie bei all diesen Explorationen und Prospektorengeschäft muss man immer sagen, hohes Risiko, äh, weil man weiß nie, was das Management macht. Ich meine, die haben zum Beispiel hier auch kürzlich, aber das macht durchaus Sinn, die haben ein Gebiet, ein Spin-off gemacht, die hatten noch, sage ich mal, Polymetalle, Zink, Kupfer und solche Sachen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass sie sich dann eben auf diese Goldexploration komplett fokussieren
und das vorantreiben und dann hoffentlich zusammen mit der Goldrallye dementsprechend hohe Bewertungen erreichen. Also sicherlich mal ein Unternehmen, das sich lohnt, mal anzusehen. Der Goldaktienbullenmarkt 1970er Jahre, ja, da sehen Sie, zu welchen Höhen solche Penny-Aktien gehen können. Hier ist von 15 oder 20 Cent, ja, ich hatte ja gerade gesagt, die eine Mine war in 0,175 Cent, was sie damals erreicht haben teilweise. Und ich würde sagen, die Unternehmen sind nicht viel anders damals gewesen als heute. Ich meine, die Fantasie läuft heiß, dann wird gesagt, da sind Millionen Unzen im Boden. Ähm, Dann wird das betrachtet, als ob man eine Zentralbank im Boden hat. Das riesige Geld stürmt rein. Angst, nicht dabei zu sein. Man erwartet ganz hohe Goldpreise und das hatte ich ja auch gesagt, dass diese Bewertung im Vorfeld angenommen wird. Also wenn der Goldmarkt über 2000 ist, wird er in 5.000 oder 10.000 möglich gehalten. Und das ist die Psychologie. Oh, da sind ja Millionen Unzen drin und dann kommt es immer positive Meldungen, mehr Investitionskapital, mehr Bohrungen, mehr gute Bohrergebnisse. Die Mania treibt voran und sowas könnte dann im Mehrdollarbereich sein. Und da sind dann diese ganz großen Entwicklungen möglich. Das ist sicherlich kein Langfristinvestment in einer kurzen Phase, die jetzt eben hoffentlich in den nächsten 6 bis 9 Monaten bevorsteht, ist es aber möglich, dass sowas passieren könnte. Jedenfalls diese Psychologie sollte eintreten und ich wollte nur zeigen, dass diese Psychologie schon eingetreten ist. Ja, was macht man? Man kauft eben diese Penny Stocks mit großen Ressourcen, wie gerade beschrieben, diese Aktien, wenn möglich in sicheren Rechtsgebieten, wenn vorhanden. Wenn es dann wirklich zu einer Goldmania gibt, dann gibt es bei diesen Unternehmen kein Halten. Das ist eine absolut große Chance. Dieses Investieren in Gold ist natürlich nur deshalb so frustrierend, weil das natürlich nicht besonders oft eintritt. Und man muss sich davor positionieren. Sobald das heiß läuft, sobald diese Aktien dann bei 1, 2 Dollar sind, klar, kann dann sich immer noch mal verdoppeln und verdreifachen. Aber die ganz großen Bewertungsausschläge kriegen wir dann jetzt von dieser quasi toten Phase wieder zur lebendigen Phase. Das ist der nahe Anstieg eben von 15 oder 20 Cent auf 1 Dollar. Wenn das abgeschlossen ist, ist der ganz große Hebel raus. Und deswegen ist meiner Meinung aktuell diese Situation so interessant. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem und sehr hohem Risiko zu ordnen. Wir berechnen den Potenzialfaktor, soweit möglich ist. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt. Was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist? Einen Portfoliovorschlag kann ich auch anfertigen mit persönlicher Beratung. Bei Interesse finden Sie alles verlinkt unten im Video. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert. Das ist ein Unternehmen, das ist immer an Gold und Silber gekommen. Wird eingelagert in Zollfreilager. Sie brauchen da keine Mindestinvestitionssumme, wird automatisch Ihnen gutgeschrieben. Genauso leicht ist der Verkauf. Es ist sicherlich, wenn die Nachfrage nach Gold und Silber höher ist und Sie haben Schlangen an den Edelmetallen, sonst was oder Aufschläge, ist das sicherlich eine sehr gute Alternative, weil Sie können sich das Metall auch ausliefern lassen, beziehungsweise im Zollfreilager dann verkaufen, zum Beispiel, wenn Sie mit Silber gemindert und Gold wechseln und Gold hätte keine Mehrwertsteuer, sich das Gold dann ausliefern lassen, zum Beispiel. Ja, nochmal ganz wichtig, bevor Sie einfach Edelmetalle kaufen. Es gibt einfach zu viele Händler, die sag ich mal, in YouTube etc. immer intensiv werben, aber am Ende ja, und sage ich mal so, Ängste etc. ausnutzen, aber sie verkaufen einfach überteuerte Ware. Das ist nicht okay. Also, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, bitte einfach auf so ein Vergleichsportal gehen und schauen, wer der günstige Händler ist. Ich meine, wir haben da keinen Pfennig zu verlieren für überteuerte Ware. Das ist doch ganz klar. Nützliche Informationen, Kontakt. Ja, dann nochmal, mit welchem Broker kann man arbeiten? Habe ich auch alles verlinkt, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz, Liechtenstein einlagern, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran, Kupfer etc., Goldaktienindex, dieser Hui-Gold-Index, Buch über Goldaktien und Diskussionsforum ist nochmal verlinkt, COCA, ja, weitere Informationen von Experten, Statisten, Videos von Uwe Bergold. Ja, wenn Sie mich kontaktieren wollen, Zustellungsprobleme, Fragen, Anregungen, wie auch immer haben. Ich habe oft Spam-Probleme, wenn Sie irgendwas nicht erhalten kann, mich bitte einfach nochmal kontaktieren. Ich würde Sie dann, sobald es mir möglich ist, zurück. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt haben. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also mal besten Dank und bis zum nächsten Mal.